der Horrorflug schlechthin für mich, der schlechteste Flug überhaupt. 2 Stunden müssen wir jetzt hier warten. Und dann saßen wir im Flieger. Ein ganzer Tag wäre es mir dann quasi verloren gegangen. Nein. Wir fliegen heute mit einer Airline, die wir seit 2 Jahren nicht geflogen sind und eigentlich auch nicht mehr fliegen wollten. Aber wir werden unseren Anschlussflug nach New York wohl nicht bekommen. Und das Schlimmste überhaupt, das Hotel war knapp 2 Stunden vom Flughafen weg. Koffer haben wir auch nicht mitbekommen, das heißt nur mit Handgepäck. Nein, da ist sogar auch TAP Portugal zu blöd zu, wenn quer durch die Kabine verteilt. Dann aber hatte diese Airline ein ganz neues Flugzeug als Erstkunde gekriegt. Und da können wir doch nicht Nein sagen, oder? Machen möchte mir meinen Sitz verstellen, nichts ging. Der ganze Sitz war außer Funktion. Hier kein Entertainment-System, kein Sitz war zu verstellen. Das ist eigentlich ein richtiger Horror. Statt zu fragen, ob ich denn ein anderer haben möchte, holt sie ab und kommt nicht wieder. Denn ich konnte ihn absolut nicht genießen. Wir sind in Sao Paulo und fliegen nach Lissabon. Und zwar mit TAP Portugal in der Business Class und der nagelneuen A330-900 oder A330 Neo. Und das 9 Stunden lang. Ich bin sehr gespannt. Gleich nach dem Intro. Bevor es jetzt aber zum Boarding geht, gehen wir erstmal in die Star Alliance Lounge. In der waren wir ja schon relativ oft, haben wir euch in vielen Videos schon gezeigt. Zuletzt erst mit LATAM oder auch mit British Airways. Da waren wir nämlich da drin mit unserem Priority Pass. Ist es nämlich möglich, weil eigentlich Star Alliance ja nur für Star Alliance Flüge vorbehalten ist. Aber mit einem Priority Pass kommt man dort auch rein. Den gibt es immer zu einer American Express Platinum Kreditkarte kostenlos dazu. Haben wir mal ein Video drüber gemacht. Vielleicht ist es auch aktuell noch ein Angebot online. Guckt am besten mal auf unsere Website beziehungsweise drückt auf das i. In der Lounge gibt es eine Bar hinter mir und auch ein Buffet da. Das reicht aus, um sich sehr gut zu verköstigen und dann geht es gleich los zum Boarding. Da steht die Maschine, die A330-900 oder A330 Neo von TAP Portugal. Sie ist übrigens nagelneu, gerade mal 2 Wochen alt, Stand 1. Februar 2019, also wurde ausgeliefert ungefähr am 10.01. Hat die Kennnummer TSTUD, also mit Bindestrich dazwischen. Ja, nagelneue Maschine, mal gucken, ob es innen drin auch noch so nagelneu aussieht. Ich bin schon ein bisschen nervös. Denn es kann ja immer sein, dass wir vielleicht irgendwie auf einer Liste stehen, dass wir erkannt werden auf einer Blacklist oder vielleicht die Persona non grata sind. Und das ist die A330 Neo von TAP Portugal. Hat eine Business Class vorne mit 34 Sitzen in einer 1-2-1 Konfiguration. An den Fensterplätzen, beziehungsweise eigentlich jeder Sitz ist ein bisschen versetzt angeordnet. An den Fenstern ist es so, dass ich zum Beispiel ganz nah am Fenster sitze. Dominik, wie bei vielen anderen Business Class Produkten, weiter am Gang. Hat dann aber den Tisch, nämlich am Fenster. Ich habe den Tisch am Gang.
Wer TAP Portugal kennt, der kennt mit Sicherheit noch nicht diese Business Class. Es gibt 3 verschiedene oder wahrscheinlich sogar mehr Business Class Möglichkeiten, Produkte bei TAP Portugal. Das ist die neueste, die allerneueste, die nur im A330-900, also A330 Neo verbaut worden ist. Auch in der A330-300, die neuere Variante, ist eine neuere Business verbaut, aber nicht diese, aber auch eine 121. Sind wir ja schon mal geflogen. Am besten schaut ihr mal unser Video an, aber da waren wir nicht ganz so begeistert von. Das war für uns eher ein Horrorflug. Hoffentlich wird das keiner. Kaum bin ich hier am Sitz, nicht zu mir gebracht, sondern es ist alles schon da. Hier ist die Menükarte. Ein richtig dickes Buch. Gucke ich nachher nochmal genauer rein. Das Amenity-Kit. Sieht auch ganz nett aus. Die Kopfhörer. Ein Package mit einer Decke und einem großen Kissen. Und das war es auch erstmal. Ich denke, es kommen noch ein paar andere Dinge. Nachher noch der Welcome Drink und wir sind ziemlich gut in der Zeit. Also wir haben noch ungefähr eine halbe Stunde bis zum Abflug, also bis es losgeht nach Lissabon. 9,5 Stunden, wie gesagt, ist die Flugzeit. Und ich bin mega gespannt. Es geht durch die Nacht, also es wird zwischendrin ein bisschen geschlafen werden. Aber wie ist der Service? Hat er sich verbessert hier? Und wie ist der Sitz? Ist der Sitz wirklich so toll, wie er aussieht? Denn er wirkt auf den ersten Blick sehr modern. Sehr gut durchdacht, denn es gibt viele Funktionen hier, viele mögliche Komponenten, die man hier bedienen kann. Der Tisch sieht toll aus und ja, ich habe hier rechts eine große Ablagemöglichkeit, dass ich sogar zumachen kann. Und was ich auch richtig cool finde, ist hier die Armlehne. Die kann ich hoch und runter machen. Darunter findet sich dann auch noch ein Fach zum Verstauen vielleicht von einem Handy, aber das Handy kann ich auch da rein tun. Ist schon ziemlich cool. Und auch gleich hier rechts ist die Bedienung für den Sitz. Ich kann ihn in alle möglichen Positionen verstellen. In ein flaches Bett natürlich, in eine Lounge-Position, dass ich einfach nur entspannt Fernsehen gucken kann, oder in die aufrechte Position, in der ich mich gerade befinde, denn hier sind wir noch vor dem Start, also da kann ich ja schlecht hier schon hinlegen. Habe es euch nicht gesagt, ich finde diesen Sitz ziemlich innovativ. Allein der Tisch schon, der lässt sich mega einfach rausholen und ist richtig stabil. Schaut euch das an. Und dann auch noch der Monitor, den ich entsprechend justieren kann, aber ich kann ihn leider nicht hoch und runter. Aber das geht leider nicht. Wenn ich nämlich nachher liegen werde, bin ich gespannt, ob ich dann noch was erkenne. So, Boarding ist complete, eigentlich schon seit 5 Minuten und wir haben noch immer in 15 Minuten bis zum Start. Also war das Boarding schon ziemlich gut von TAP hier in Sao Paulo organisiert. Ja, jetzt werden also 15 Minuten vorher die Türen schon zugemacht. Perfekt. O avião pode sair desta emergência. Todas devidamente assinaladas. Caixa, a partir do dela, aqui o avião.
Gleich geht's los. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Triebwerke anhören werden und wie überhaupt das Flugzeug sich anhören wird, denn sie ist ja um einiges leiser als die Vorgänger, also die normalen A330-300er. Relativ zügig nach dem Start, okay, die Anschnellzeichen sind noch an, das macht man hier wahrscheinlich etwas länger in der Zeit. Wurde ich gefragt, was ich zu essen haben möchte. Leider ist es der Nachteil, wenn man ganz hinten sitzt, kann es mal vorkommen, dass bestimmte Gerichte schon aus sind. Man hatte 3 Möglichkeiten zur Auswahl. Einmal Fleisch, Fisch und Hühnchen. Es war dann am Ende nur noch das Hühnchen da, aber das wäre sowieso meine Wahl gewesen. Dominik wollte was anderes essen, der hat jetzt leider das Nachsehen. Hier in dem Fach hinten rechts von mir ist das Amenity-Kit drin versteckt, habe ich euch ja schon gezeigt. Sieht ganz cool aus. Ich denke, es hat ein bisschen was mit Portugal zu tun auf den Bildern. Und was ist denn so nettes drin? Das Tollste, was da drin ist, sind die Socken. Ein bisschen Happy Socks, ähnlich, oder? Werde ich mir gleich anziehen. Und noch mehr natürlich eine Schlafmaske, diverse Cremes und Zahnbürste, Zahncreme, ein Kugelschreiber und Ohrstöpsel. Was ist das? Das ist ein Dufttuch. Es riecht auch schon angenehm dadurch. Das ist cool, werde ich nachher vielleicht auch mal benutzen. Also ist ja ein längerer Flug, nämlich insgesamt 9,5 Stunden. Kann ich ein bisschen was hier machen, kann auch ein bisschen schlafen. Aber bis jetzt bin ich ganz zufrieden, weil der Sitz ist mega bequem. Und übrigens, ich brauche bloß einmal auf den Knopf drücken, der fährt bis zur Endposition. Und ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, mir das einzustellen. Jetzt gehe ich mal auf die Lounge-Position. Kann auch zwischendurch stoppen. Und jetzt sitze ich relativ bequem. Wie ich ja schon gesagt habe, TAP Portugal oder TAP Air Portugal, so nennt es sich ja offiziell. Jeder sagt irgendwie TAP Portugal. Ich sage immer auch jetzt TAP Portugal, aber wie gesagt, sie heißen offiziell TAP Air Portugal. Ist der Erstabnehmer des nagelneuen A330-900 oder A330 Neo. Ist 15% effizienter als die vergleichbaren anderen Flugzeuge wie A330-300. Also hat weniger Verbrauch, weniger Treibstoffverbrauch, ist dabei viel leiser. Man merkt das auch hier in der Kabine. Aber die Luftfeuchtigkeit ist nicht so erhöht wie zum Beispiel in der A350. Da sind es bis zu 20% mehr Luftfeuchtigkeit da drin. Soll es jetzt hier nicht sein, aber dafür hat man hier ja, eine ruhigere Umgebung, hat LED-Beleuchtung, LED-Ambientenbeleuchtung. Und wie gesagt, der Sitz, der ist ein Highlight hier bei TAP Portugal. Hat man sich extra von Recaro einen Sitz meistern lassen. Hier rechts von mir ist dann auch noch die Bedienung, beziehungsweise ein Controller, so ein kleiner Controller für das Entertainment-System, was ich aber auch nicht brauche, denn er ist so nah dran, der Monitor, der berührungsempfindliche Monitor, dass ich da diesen gar nicht benötige. Ich drücke einfach vor mir auf den Touchscreen und manövriere mich durch das ganze Entertainment-System. Es gibt ganz viel Auswahl an Filmen, Serien, Spielen, aber nicht ganz so viele Filme auf deutscher Tonspur. Thank you. Bis jetzt habe ich das Gefühl, TAP Air Portugal hat ein wenig an seinem Service gearbeitet. Wenn ich auch vor 2 Jahren noch gemeckert habe über die Mentalität und die Arbeitsweise der portugiesischen Airline, scheint es jetzt hier ganz anders zu sein. Gut, wir sind noch jetzt gerade mal erst 3/4 Stunde in der Luft. TAP Portugal hat hier eine A330-300 Wi-Fi. Allerdings kostet dies ein wenig Geld, es sei denn, ihr wollt nur ein wenig schreiben. Denn Messaging, also Facebook Messenger, WhatsApp oder Instagram Messenger, all das ist kostenlos. Ihr müsst euch nur kurz anmelden und habt dann den ganzen Flug die Möglichkeit hier zu schreiben. Ich glaube, iMessage ist ebenfalls mit dabei.
Gebucht habe ich diesen Flug übrigens mit Geld. Diesmal nicht mit Meilen, sondern mit Geld. Und der war ziemlich günstig, wenn man den Direktflug sich aussuchen möchte von Sao Paulo nach Lissabon. Das hat man aktuell 800 € One-Way oder 1200 € Return hin und zurück. Das gleiche geht auch aus Europa, von Lissabon nach Sao Paulo wieder zurück. Und das mit einem niegelnahen neuen Produkt wie diesem hier ist schon ein guter Deal. Und als nächste Destination, als erstes hat man ja Sao Paulo angeflogen mit der A330 Neo, hat man sich San Francisco ausgesucht. Also Mitte 2019 wird es also auch mit diesem Flugzeug nach San Francisco gehen, hin und zurück. So, jetzt während der Service beginnt und es noch hell ist, gucke ich gleich mal, wie denn der Sitz ist. Ob er denn ein flaches, langes Bett ist und ob er bequem ist. Gucken wir mal. Bedienen kann ich ihn hier auf der rechten Seite, wie gesagt, durch das Panel. Ein Knopfdruck reicht und er fährt in die Endposition. So, das ist jetzt die Endposition. Ich liege relativ bequem. Die Füße sind ein wenig eingeengt, aber die Liegefläche, also die Länge, ist bestimmt an die 2 Meter lang. Ich werde es euch mal genau einblenden durch einen Einblender. Breite geht. Ich kann diese Armlehne ja auch runter machen. Habe dadurch noch ein bisschen mehr Platz. Die linke leider nicht. Die ist fest verbaut, aber ich denke, hier kann ich ganz gut schlafen. Ich habe ja dann nachher noch ungefähr 6 Stunden nach dem Service zum Schlafen. Jetzt drücke ich wieder einmal hier drauf und er fährt hoch. Bin ich richtig gut durchdacht. Also ich kann ihn bewegen, wie ich möchte, zu mir ranschieben, wie ich möchte, wegschieben. Und wenn ich ihn einfach so lassen möchte, kann ich auch noch den Sitz nach vorne fahren. Unsere Bedienung hier, unsere Cabin Crew ist sowas von freundlich. Sie hatte zwar schon Angst, dass ich mit der Kamera hier durch die Gegend laufe und sie filme mich. Ich sage natürlich immer, ich blöre die Gesichter und bin auch nicht ganz so aufdringlich. Und sie sagte, sie hätte erst vor ein paar Tagen 2 brasilianische Blogger gehabt, die hier bis auf Schritt und Tritt gefolgt sind. Und ja, das mochte sie dann nicht mehr, kann ich auch vollkommen verstehen. Da sind wir ein wenig humaner, hoffe ich. Sind wir auch, bin mir ganz sicher. So, und hier ist dann das Amos Busch oder die kleine Vorspeise. Nüsse, verschiedene Nüsse, Walnüsse sehe ich da. Mandeln und ein Walnuss-Käse-Bällchen. Bei TAP Air Portugal gibt es keinen Champagner in der Business Class. Ausschließlich ein Sekt, ein Sparkling Wine gibt es hier, welchen genau könnt ihr der Karte entnehmen. Den kann ich mir jetzt nicht merken, aber trotzdem. Ich finde es bis jetzt ganz nett hier. Tschüss. Im Übrigen hat die letzte Reihe, also die Reihe 9, links sowie auch rechts einen Nachteil oder eher sogar 2 Nachteile. Es fehlt ein Fenster. Es ist nur eins da, jeder andere Sitz hat 2 Fenster. Macht die Sache so ein bisschen dunkler hier. Und ich muss mich nach vorne beugen zum Rausgucken. Und sie ist sehr nah, also die Sitze sind sehr nah an der Galley hinten, an der Economy Galley, beziehungsweise die Galley, die auch teilweise für die Business Class zuständig ist, aber ich glaube, da ist eher für die Economy. Und da kann es sehr laut werden, besonders schlimm dann morgens, wenn man hier noch schlafen möchte, beginnt man ja in der Economy meistens etwas früher mit dem Service. Also wird man eventuell auch früher geweckt. Das ist ein Nachteil. Also würde ich euch empfehlen, weiter vorne zu sitzen. Und das ist die eigentliche Vorspeise. Es gibt ja mehrere Vorspeisen hier bei TAP Portugal. Eine Kartoffel, eine süße Kartoffelsuppe mit Ingwer drin und ein bisschen Zwiebeln. Liest sich sehr, sehr lecker. Und die andere Vorspeise ist dann Hühnchenbrust auf getrockneten oder mit getrockneten Früchten mariniert. Also das sieht schon sehr, sehr lecker aus. Mal schauen, ob es auch so lecker schmeckt.
Also die Kartoffelsuppe schmeckt mega lecker. Alles bis jetzt perfekt. Die Kombination aus Hühnchenbrust mit einer Soße obendrauf und den marinierten, getrockneten Früchten habe ich noch nie in meinem Leben gegessen und es ist wirklich exzellent. Schmeckt sehr, sehr lecker. Okay. Thank you. Thank you, sir. Und das ist jetzt das einzige Gericht, was noch übrig war. Ist ja nicht so schlimm. Hühnchen mit Kartoffelbrei und ganz viel Gemüse drumherum und Tomaten. Sieht total lecker aus und auch nicht ganz so ungesund. Sagen wir es mal so. So, das Essen ist jetzt durch und ich kann euch sagen, es war überraschend gut. Auch das Dessert war lecker, also jeder Gang war sehr gut. Und die Dame, die jetzt gerade nach vorne läuft, ich kann sie euch ja nicht wirklich zeigen, sie möchte auch geblurrt werden, aber ist okay. Sie ist super engagiert und sehr, sehr freundlich. Und nicht nur sie, auch der Rest der Crew. Bin ich gar nicht so gewohnt von einer portugiesischen Airlines, beziehungsweise auch von einer südamerikanischen Airline, aber perfekt heute. Vielleicht liegt es auch daran, dass es ein nagelneues Flugzeug ist und jeder ist ein bisschen neugierig auf dieses Flugzeug. Hatten wir auch kürzlich mal bei Iberia in der A350, da war die Crew auch so furchtbar gut gelaunt und mega zuvorkommend und es war ein ganz anderes Erlebnis als zum Beispiel in der A330 300 zurück nach Madrid. Ja, gut, jetzt wird wahrscheinlich, ich wette mit euch, gleich das Licht hier ausgemacht werden. Es sind noch ungefähr 7 bis 6,5 Stunden bis nach Lissabon und ich gehe mal davon aus, dass in der Zeit bis zum Frühstück hier nichts weiter laufen wird. Wir werden sehen. Es gibt 3 Toiletten hier in der Business Class. Eine ganz vorne, die ist meistens besetzt irgendwie und 2 hinten in der Galley, links und rechts. Amenities gibt es nicht wirklich viele. Es gibt so eine kleine Blume hier, so eine echte Blume. Und hier eine Tüte mit Erfrischungstüchern. Das war's auch schon. Also keine Zahnbürste, keine Mundspülung. Becher, doch Becher gibt's auch. Da Portugal-Becher. Und da das Flugzeug ja so nagelneu ist, kann man hier das Wasser auch ohne Bedenken zum Zähneputzen benutzen. Entertainment-System hier von TAP Portugal. Ganz umfangreich ist es schon. Es gibt viele Filme zur Auswahl, Serien, Musik und sogar Spiele. Aber die Auswahl der Filme mit der deutschen Tonspur ist leider etwas spärlich. Kann ich aber auch verstehen, weil wir weit weg sind von Deutschland. Wir fliegen ja jetzt nach Europa, aber nichtsdestotrotz gibt es da nicht so viel Auswahl. Trotzdem gibt es schon etwas. Und außerdem kann ich hier auswählen zwischen verschiedenen Kategorien, Comedy, Science Fiction. Es gibt ganz viel Harry Potter übrigens, was ganz lustig ist. Und auch Horrorfilme und James Bond. Wir haben jetzt den südamerikanischen Kontinent verlassen und sind jetzt auf dem Atlantik in Richtung Europa. Es sind noch 6 Stunden, 21 Minuten bis zur Landung. Naja, und es ist immer noch hell. Was für ein Zufall. Okay. Guten Morgen, Leute. Ich habe, glaube ich, nur 2 Stunden geschlafen. So fühle ich mich auch. Jetzt gibt es schon Frühstück. Es sind nur noch 1 Stunde und 20 Minuten bis zur Landung in Lissabon. Und
ganz fit, fühle ich mich nicht, aber ich habe trotzdem gut geschlafen. Das nicht, also das Bett ist sehr bequem und die Decke auch schön wärmend, also es ist schon top, aber 9 Stunden sind mal wieder zu kurz, um entspannt hier den Service zu genießen, zu schlafen und ja für euch den Flight Report zu machen, aber egal. Aber ihr habt leider die schöne Wake-up LED-Beleuchtung verpasst, beziehungsweise ich war nicht schnell genug. Also es beginnt von dunkel über ein bisschen lila, grün und dann wieder violett in der Mitte und dann wird es zu dem normalen Orange, wie es jetzt ist. Ja, ganz cool irgendwie. Es soll eigentlich den Sonnenaufgang simulieren, damit die Passagiere, nicht nur in der Business Class, auch das wird auch in der Economy gemacht, langsam aufwachen. Super geil. Thank you. Zum Frühstück bei TAP gibt es nicht das obligatorische Rührei oder Omelette. Nein, es gibt eine Art Wurst- und Käseplatte mit einem Orangenmus, wie es aussieht, und Obst. Ja, mal was anderes. Ich glaube, das ist vollkommen okay. Ich habe sowieso nicht so einen großen Hunger. So, das Essen, also das Frühstück ist jetzt durch. Jetzt geht es in die Landung nach Lissabon. Wir werden dann nachher weiterfliegen mit TAP und danach mit der Lufthansa, also erstmal nach Frankfurt und dann nach Hannover. Diesen Flug habe ich übrigens mit Meilen gebucht. Das machen wir relativ oft, weil wir ein paar Tricks kennen. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, viele Flüge mit Meilen zu bezahlen, damit also quasi einen Prämienflug, einen Freiflug zu generieren, zu buchen, dann guckt am besten auf unsere Webseite globaltraveler.tv, auf das i drücken. Dort haben wir die Kategorie Travel Hacks. Da erklären wir euch, wie ihr ganz schnell an Meilenpunkte kommt. Da gibt es, wie gesagt, die Tricks mit den Kreditkarten, Zeitschriften, Abos, Payback-Punkte. Kann ich jetzt gar nicht alles wiedergeben, aber es gibt viele Möglichkeiten, schnell an Meilenpunkte zu kommen, um damit vielleicht ein Business-Class-Flug für unter 1.000 € in die USA hin und zurück in der Business Class zu buchen, beispielsweise 12 Stunden hin nach San Francisco oder Los Angeles und dann wieder zurück mit Lufthansa, Swiss, Austrian, ist alles möglich. Wie gesagt, am besten auf unserer Webseite vorbeischauen. So, auch mein Fazit. Also ganz besonders interessant wurde es, nachdem der erste Service dann vorbei war, die Kabine abgedunkelt wurde und ja, prinzipiell zum Schlafen aufgefordert wurde. Dann nämlich hat es bei den letzten 4 Flügen, ihr wisst, das bestimmt noch vor 2 Jahren ja nicht so gut geklappt. Das hat sich aber geändert bei TAP Portugal offenbar, denn hier hat alles wunderbar geklappt. Besser als bei manchen anderen Airline. Ja, es geschehen immer noch Zeiten und Wunder. Hat sich nicht ganz so verändert wie jetzt bei Philippine Airlines beispielsweise. Da hat sich das ja von Tag auf Nacht geändert sozusagen. Aber wir waren zufrieden. Die A330 Neo, ein interessantes Flugzeug, wesentlich leiser als der Vorgänger, aber nicht ganz so wie die A350 beispielsweise hier. Ich merke es jetzt in den Augen, in der Nase. Es ist eine deutlich trockenere Luft. Da habe ich die A350 dann lieber. So viel erstmal auch von mir und jetzt weiter im Video. So gelandet hier in Lissabon. Das war eine ganz tolle Erfahrung, mit dem nagelneuen Flugzeug der A330 Neo zu fliegen. War ganz cool.
Die Crew war auch total nett, also ich habe es nicht so erwartet. Also unsere Flugbegleiterin war immer da, fand ich super, top Service und der Sitz war auch sehr gut. Wobei Dominik's wahrscheinlich besser war, der war etwas mehr am Gang. Da fühlte man sich nicht so eingeengt. Ich fühlte mich schon sehr eingeengt. Ja, da muss ich aber dazu sagen, dass am Gang ist ja rechts, ihr habt es gesehen, die verstellbare Armlehne. Wenn man die unten hat und schlafen möchte, dann hat es immer auf den Musikknochen, heißt das doch, glaube ich, drauf gedrückt. Ich habe es im Endeffekt nach oben gemacht, dann bleibt mein Arm drin und dann ist auch gut gewesen. Aber mein Sitz war auch bequem, muss ich sagen. Das Kissen, da hätte ich 2 gebraucht, leider waren alle aus. Und die Flugbegleiterin war wahnsinnig ehrlich. Als wir nach Amenity Kits gefragt haben, haben sie für die Flugbegleiterinnen hinten aus der Eco weitergegeben, weil die auch sammeln. Naja, was soll's. Gut, dann war es das jetzt mit unserem Flight Report Tab. Ihr habt es auf jeden Fall besser gemacht, beziehungsweise habt es wieder gut gemacht. Wir sind wieder gut mit euch, hoffentlich ihr auch mit uns. Und wenn ihr unsere negative Erfahrung mal sehen wollt, dann guckt nochmal in unseren Kanal. Das kann nämlich auch passieren, man weiß nie so genau, was einen so erwartet, aber diesmal haben wir eine richtig tolles Erlebnis gehabt und vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich bei den nächsten Videos. Tschüss!